Wir sind Valeria und Lukas und zusammen mit unserem kleinen Offroad-Camper reisen wir um die Welt. Seit Oktober sind wir unterwegs auf einem Open-End-Trip Richtung Osten. In dieser Episode erkunden wir die wunderschöne Tusheti-Region und bezwingen die gefährlichste Straße Georgiens, den Abano-Pass. Guten Morgen! Wir sind hier immer noch bei unserem Morgenkaffee. Wir sind die letzten Tage von Şatili zurückgekommen und nach Tiflis gefahren und haben da ein paar Dinge erledigt, zum Beispiel einen Großeinkauf gemacht. Das funktioniert in Tiflis immer sehr, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir gerade auf der Karte geschaut, wohin es für uns als nächstes geht. Wir möchten ja über den Abano-Pass fahren und Richtung Omalo. Die Strecke steht schon sehr lange auf unserer Offroad-Wunschliste und wir haben schon von vielen, vielen Reisenden sehr Gutes und Abenteuerliches über den Abano-Pass gehört. Es soll eine der anspruchsvollsten Strecken hier in Georgien sein, deswegen freuen wir uns schon sehr auf die nächsten Tage. So, die Straße wird jetzt ein bisschen holpriger, deswegen lassen wir ein bisschen Reifendruck ab, dass das Fahren ein bisschen angenehmer wird. Normal haben wir auf der Straße 3,2 Bar, aber jetzt machen wir 2,5 Bar. Ja. Der Abano-Pass und seine unzähligen Serpentinen ist eine der gefürchtetsten Strecken im Hohen Kaukasus. Mittlerweile ist die Straße so gut ausgebaut, dass sie für einen kleinen Geländewagen in der Regel problemlos zu befahren ist. Die größte Herausforderung am Abano-Pass ist die Schwindelfreiheit. Denn vor allem auf der Südseite des Passes windet sich die Straße entlang eines rund 1000 Meter hohen Abgrundes. Eine echte Mutprobe für alle Reisenden mit Höhenangst. Angekommen auf dem über 2800 Meter hohen Abano-Pass führt die Schotterpiste in vielen steilen Serpentinen bergabwärts in die abgelegene Tusheti-Region.
Wir haben es nach Omalo geschafft. Die Fahrt über den Abano Pass war sehr schön. Sie war ein bisschen anspruchsvoller als die Strecken bis jetzt. Sie gehört sicher zu den anspruchsvollsten Strecken in Georgien. Sie gehört auch zu den gefährlichsten Strecken in Georgien. Aber mit einem Geländefahrzeug mit Allrad und hoher Bodenfreiheit ist das überhaupt kein Problem. Jetzt sind wir hier in Omalo. Man sieht schon das kleine Dörfchen hier hinter mir. Wir sehen uns jetzt ein bisschen um und wir erkunden ein bisschen diese alten Wehrtürme, die es hier auch ganz viele gibt, so ähnlich wie in Şatili. Die Gegend hier ist auf jeden Fall wunderschön. Das Wetter ist auch gut, haben wir sehr großes Glück. Deswegen werden wir wahrscheinlich ein paar Tage hier in der Gegend bleiben, ein paar kleinere Dörfchen hier rund um Omalo erkunden. Und wir freuen uns schon sehr. Rund 15 Kilometer nordwestlich von Omalo liegt das kleine Dahtlo, das schönste Dorf in Tuschetien. Mit seinen vielen Steinhäuschen und den Wehrtürmen sieht es aus, als sei es geradewegs einem Märchen entsprungen. Genauso wie in den anderen Dörfern in dieser abgelegenen Region ist auch Dahtlo nur im Sommer bewohnt. Wir sind heute von Dahtlo nach Girevi gefahren. Das ist ganz ein kleines Dörfchen. Bis hierher führt eine Schotterpiste. Von hier geht es dann nicht mehr weiter, weil hier hinter mir unten beim Flussbett, oder hier auf dieser Seite sieht man es, ist eine
Basis. Die russische Grenze ist hier nicht weit entfernt, deswegen darf man hier jetzt nicht mehr weiterfahren. Ich glaube, es gibt einen Fernwanderweg, der von hier über die Berge nach Châtilly führt. Wir haben auch gerade schon ein paar Wanderer getroffen, die jetzt diese Tour machen, aber ich glaube, das geht dann nur mit Permit und mit Anmeldung beim Militär und so. Hier sieht man überall diese tollen Wehrtürme wie da hinten. Das ist richtig schön, sieht alles sehr schroff aus, sehr rau, sehr wild, wie so eine Filmkulisse aus Herr der Ringe. Ist wirklich wunderschön. Und wir haben natürlich riesen Glück mit dem Wetter. Wir sind jetzt bei Diklo. Das ist auch ein kleines Bergdorf, ein paar Kilometer östlich von Omalo. Die Strecke hierher war ein bisschen abenteuerlich. Es gab ein paar sehr, sehr steile, sehr ausgewaschene. Da hinten ist eine Kuh. Das? Es gab ein paar sehr steile, ausgewaschene Stellen. Aber auch für unseren Hilux war es kein Problem. Wir sehen uns jetzt hier ein bisschen um im kleinen Dorf und sind schon sehr gespannt. Wegen der vielen, teilweise sehr steilen, ausgewaschenen Serpentinen ist vor allem die Rückfahrt hinauf auf den Abano-Pass der anspruchsvollste Teil der gesamten Strecke. Vor allem für diesen Teil der Strecke wird ein Allrad oder eine Untersetzung benötigt.
Danke fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.